Okay. Okay, okay. Nein, nein, nein. Nein, zurück. Na komm, ups. Nein. Das war suboptimal. Das reicht noch nicht. Ein bisschen höher. Okay. Beim nächsten Mal schaffe ich's. Ups. So, geht doch. So. Ja, das ist super. Ah. So. Ups. Und, uiuiui. Ohne den Fuchs wären wir echt aufgeschmissen. Aber so richtig. Der ist ja was Besonderes. Deswegen helfen uns ja die Geister. Mhm. Und zack. So, und hinüber mit dir. So. Hallo? Ah. So. Einmal hoch, bitte. Danke. Das ist echt genial. Ich finde es super schön gemacht. Wohoho. Gucken wir mal hier oben lang. Da unten ist ja aber irgendwas. Ich gucke erstmal hier oben. Okay, das bringt uns jetzt nicht wirklich weit, oder? Moment. Kriege ich das da durchgefeuert? Nee. Gut, müssen wir unten lang. Huch. Ist aber auch ein Labyrinth hier. Na komm, runter. So. Du auch? Oh je. Oh. Ja. Schlecht. Sehr schlecht, wenn ich ehrlich bin. So. Na komm. So. Ne. Na, runter. So. Ja, super. Jetzt kann sie schwingen, aber was macht der Kleine? Ich meine, das bringt uns nicht wirklich viel. Gerade. Kann der sich an ihr festhalten? Nö. Aber Moment, der kann doch oben durchlaufen. Dann läuft er rum und... Aber der kommt da doch nicht weiter. Da war doch... Ich guck da nochmal. Ihr seht schon, was ich meine, ne? Nee, da kommt er nicht weiter. Das ist doch mies. Ich gehe mal hier hin. Aha. Dann bleibt der da jetzt stehen. Hoffe ich. Da stehen bleiben. Nee. Gut. So. Lauf mal hin und her. So, dann machen wir das so. Hehe. Klappt auch. Ups und... Ups. Und hin und her. Na komm. Ob wir da so weit kommen, wie wir wollen. Ich bezweifle es ja noch ein bisschen. So, aber jetzt vielleicht. Ui. Puh. Bisschen runter. Und dann schaffen wir es auch rüber. So. Fein. Fein, fein. So gefällt mir das. So. So. Bestens, jetzt können wir auch mit dem Fuchs dann durch. Naja. Wenn wir treffen. Getroffen. So.
Und zack. So, wie kommt der Fuchs jetzt hoch? Oha. Oh, oh. Ich ahne Schlimmes. Ah, so kommt der Fuchs hoch. Heh, schön. Alles ist lebendig. Kommen wir auf der anderen Seite weiter? Ups. Nee. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo man vielleicht weiterkommen könnte. Dafür müsste mein Gedächtnis ja funktionieren. Das ist der Fuchs da ganz weit weg. Was soll denn das? So. So. Geht doch. Also, dass die nicht ertrinken. Ja, jetzt kommen wir hier höher. Oder sind wir von hier gekommen? Nee, ich glaube nicht, ne? Nö. Ja. Klappt das? Aha, okay. Der kleine Fuchs muss mal da bleiben. Ja, ist klar, wenn wir überhaupt durch den Wasserfall werfen können. Das ist nämlich noch die Frage. Können wir nicht. Schön. Das ist ausgesprochen toll. Kommt der Fuchs dann hier hoch irgendwie? Kommt da auch nicht. Klasse. Was mache ich denn jetzt? So. Vielleicht, wenn er da irgendwie hinspringt? Keine Chance. So. Nö. Gut, das klappt irgendwie nicht. Kommen wir denn noch woanders hin? Gucken wir mal. Ah ja, okay. Moment. Ich ahne es. Na komm, raus. So. Nein! Och, ja. Das mit dem Springen klappt wunderbar heute. So. So, rüber. Hui. So. Einmal hoch hier. So. Kommen wir darüber? Nee, aber das können wir trotzdem mitnehmen. Das ist schön. Na komm, raus. Na, komm. So. Halt. Schön. Bestens. So. Und ups. Und ups. Hui. Schön. Nein. Hat super geklappt. Okay, ich habe aber gesehen, was ich da oben machen muss. Das ist doch schon mal positiv.
Na komm. Schwimm schneller. So, ja. So. Aha. Oh, oh. Ah ja, okay. Dann gucken wir uns mal die 5 Einblicke, die wir jetzt noch freigeschaltet haben, an. So, gestrandet. Damit fängt's an. The scaredest I've ever been. I was 12 years old. We floated out on a piece of ice while we were duck hunting. It was a bluebird day, just clear blue skies. And there was 3 of us, myself, my brother, and my dad. Next thing you know, we see this dark shadow on the ice. We look and it goes behind us. So we all jumped up, startled, and my dad, he started running. We got back to the ridge there. The ice had fractured, cracked, and broke off, and we were floating away. We were drifting. It was close enough to where my dad would have made it. He stopped and he thought about throwing us across, and if one of us was on the other side, we would be split up. So he stopped, and he just so happened to have a cell phone on him. 911 didn't pick up. That's the worst feeling in the world right there. 911 did not pick up. So he left a message because they record their calls. Once he had relayed that information, his cell phone died. That was the scariest moment I've ever had in my life. We were floating away and I thought we were left for dead. He kept calm during this situation. He's bringing out everything positive in this case. You know, I'm crying, my brother's freaking out. It went from clear blue to dense fog. Within a couple hours, we heard the chopper flying around, so they must have gotten our message. We thought we were saved, and then the chopper sound went away. So we lit some of the sled on fire. It's plastic. We thought black smoke in the fog would create some kind of marker. Chopper pilot had mentioned when we got rescued, you could see a glow in the fog, and he slowed down there, and sure enough, as soon as he slowed down, we got within visual. That was definitely the scariest moment of my life, was floating away and not knowing what the outcome was going to be. Boah, ne Horrorvorstellung. Krass, gut, dass die noch auf die Idee kamen, einfach den Schlitten anzuzünden. Heftig. Echt heftig. We're very much aware of the climate change. And it's been for many years, even before climatologists were noticing this change, Inuit were already saying, Sila alangokto. Our climate is changing. If the heat is going the way it is right now, for us it's going to be pretty bad. Different birds are coming, and they're coming earlier, and sometimes rain is more than what we want, because when there's more rain, we know it's going to melt the permafrost. In my time as a young whaler, when I was 9 years old, we're hunting from ice that was about 25 feet thick. And there was giant icebergs already floating, coming by. That was the first signs of a changing climate. Ice that never broke before was now moving. Now, here it is 50 years later, we're hunting whale from ice that's 18 inches thick. There's no more thick ice.
It's creating a malfunction in our whaling season is what it is. Actually, more than that, all seasons in general. I think we are more scientists than more people will realize. We have more knowledge of those things than people will ever know. Ja, naja. Was den Klimawandel angeht, das ist zum großen Teil ist das tatsächlich normal. Es kommt alle paar Jahre vor. Oh, hier haben wir eins nicht freigeschaltet. Na nü. Das werde ich irgendwann noch ändern. Keine Sorge. Und das gibt es dann wahrscheinlich im Anschluss ans Let's Play dann einfach noch. Oder vielleicht kommt es auch zwischendurch. Wer weiß. Es ist auf jeden Fall also das mit dem Klimawandel, das, wer sich das in der Geschichte einfach anguckt, es passiert tatsächlich alle paar Jahrhunderte bzw. Jahrtausende passiert es einfach so und dann da kann man nichts dran ändern, ne? So, Leben in Subsistenz. In, Arctic Alaska, hunting is a really important part of life. It's not just about going and shooting something, it's about going and putting food on the table. But more importantly, subsistence hunting isn't just about the insular family unit, it's about feeding the whole community. And I think that's one of the beautiful things about subsistence hunting in Alaska is that people go out and they'll go get, fish, or they'll get a caribou, and they'll get, seals and whales, and one of the first things they'll do is they'll say, oh, I need to take this to the elders. This isn't just about one individual surviving or one family surviving, it's about the whole community. We didn't just go out and kill and put in a freezer. It's like a ritual that I learned from my parents. It's all about relationship. I don't know. I think there's a lot of camaraderie involved. And just being out on the land or being out on the ocean, it's like getting back in tune. I'd rather be out there. To me, once I go out there, it's the world that I learned from. Ein nettes Schlusswort für das Filmchen. Alles ist lebendig. Now we spend all our time out in nature. You get very intimate with the world. And over time, if you're living that life, you start to sense that everything has a spirit. There's a consciousness in everything. Everything is alive. If everything is alive, then we want to respect it. And if we're going to use it, we want to use it respectfully. What I try to tell my nephews and nieces, you love to hunt, you have to take care of the animals that you catch, preparing the food and eating the food that you catch. Water provides you. The ice brings you life. It provides all those things that you need to be a part of your life. That was something I grew up with. I grew up respecting the animals. I grew up respecting the land. And that, to me, that is why we as Inupiaq, as an Inupiaq culture, as an Inupiaq people, is why we're so successful. Wer teilt, überlebt. Okay. I think most central to the ideology of the Inupiat is the idea of sharing. Being able to feed the community, feed others. That's why we hunt. In the old days, that's what you needed to survive. The sharing is important because it's how the community survives together collectively. We just give. That's how I grew up. That's the way I'm always going to be.
because of who we always think about other people first. If our people didn't share in the old days, we wouldn't have survived in this harsh, climate, environment. Das leuchtet ein, ne? Tja, da haben wir noch 9 zum Freischalten und hier hinten sind noch 8, ne? Würde ich sagen. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay.